Now to understand this text that we're going to take tomorrow, this text is called Discrimination. It has a Sanskrit term, Viveka Chudamani, and it means the crown jewel of discrimination. Also wir werden morgen einen Text behandeln, da geht es um Diskriminierung, also Unterscheidung. Und auf Sanskrit, was ist Viveka, what? Viveka? Viveka Chudamani. Chudamani, yeah. Viveka Chudamani. It means the crown jewel of discrimination. Das Kronjuwel der Unterscheidungskraft. This is the most important power that you have. Das ist die wichtigste Macht, die ihr habt. It's the jewel in your crown. Das ist ein Juwel in eurer Krone. And what is that jewel? What is that discrimination? Was ist dieses Juwel? Was ist diese Unterscheidungskraft? It's simply the power to discriminate the subject, you, from the objects appearing in you, that life presents to you. Es ist also ganz einfach, die Kraft unterscheiden zu können zwischen den Dingen, die um dich herum sind, und deinem wahren Selbst. And to understand this presupposes that you understand that life is a zero-sum game. Und wenn du das wirklich verstanden hast, was das bedeutet, dann wird dir klar sein, dass das Leben eigentlich ein Nullsummenspiel ist. Zero-sum means there's an upside and a downside. Nullsummen bedeutet, es gibt eine Oberseite und eine Unterseite. You can't win and you can't lose here in life. Du kannst in diesem Leben nicht gewinnen, kannst auch nicht verlieren. All you do is go round and round and round in a circle, chasing objects. Das Einzige, was du tust, ist, du bewegst dich die ganze Zeit im Kreis, du drehst dich im Kreis und jagst den Dingen hinterher. That going round and round in a circle, chasing objects, is called samsara. Und dieses sich immer den Dingen hinterherlaufen und sich im Kreis drehen, das nennen wir Samsara. There was a perfume called samsara. Es gab ein Parfüm, das Samsara heißt. Every time you take a sniff, it's really good. But what's the problem with that? Sense, huh? Jedes Mal, wenn du einen davon riechst, dann denkst du, wow, ist das gut, aber wo ist das Problem dabei? That beautiful smell, it makes you so happy and your mind stops and you say, it's so nice. Dieser super tolle Geruch, der macht euch so glücklich. But then what? Have to sniff again. Aber dann müsst ihr wieder daran riechen. And so Yves Saint Laurent and all those fellows make millions as you sniffing. Und all die haben Millionen damit verdient, weil die immer den Geruch haben wollen. Over and over and over again. Immer wieder. And then one day, that Sansara perfume doesn't work, does it? Und irgendwann eines Tages funktioniert das You need- Samsara-Parfüm nicht. You need a new perfume. Ihr braucht eine andere Parfümsorte. This is why Samsara they don't sell anymore. Deswegen verkaufen die Samsara nicht mehr. They sell, and every 5 minutes a new perfume comes out Alle 5 Minuten wird ein neues Parfüm entwickelt. because these objects wear out. Their pleasure, the excitement, the happiness, the joy in the objects wears away. Weil die Dinge sich ausbleichen, all die Freude und die Aufregung, die mit diesen Objekten verbunden ist, die lässt nach. So if you're interested in freedom from dependence on objects, then you need to discriminate this full, complete self that you are, this happy, full, satisfied self. Your self is always satisfied because it's always full, from this incomplete, suffering, samsaric self, dualistic self. Also wenn ihr wirklich daran interessiert seid, Freiheit zu erlangen, Freiheit von den Gegenständen, von den Objekten, die euch umgeben, dann müsst ihr erkennen und müsst es lernen zu unterscheiden zwischen dem wahren Selbst, dem Bewusstsein und dem kleinen, unvollständigen Selbst, was ihr zu glauben seid. You don't need to, you can't change the objects because they're not under your control. Ihr könnt ja die Dinge nicht verändern, denn sie sind nicht unter eurer Kontrolle.
And you can't change awareness, your nature, because it's not under your control either. It's permanent. Und ihr könnt auch nicht das Bewusstsein ändern, eure wahre Natur, denn auch das ist nicht unter eurer Kontrolle. It's unchanging. Es ist unveränderlich. All you can do is know the difference between the two. Das Einzige, was ihr tun könnt, ist, den Unterschied zwischen diesen beiden zu erkennen. The objects, just finally, and then we'll call it good. Finally, the objects are not real, Die Dinge sind nicht real, and the subject is real. aber das Objekt ist real. Das Subjekt. The subject is real, the object is not real. Die Objekte sind nicht real. What does the word real mean? Aber was heißt das Wort real? Doesn't change, is permanent, is always present, Real ist das, was immer gegenwärtig ist, was unveränderlich ist, is full, complete. vollständig. And the objects, Und die Objekte always changing. verändern sich immer. Unreal means never the same from one moment to the next. Nicht real bedeutet nicht das Gleiche, von einem Moment zum nächsten veränderlich. That's the definition of samsara. Das ist die Definition von Samsara. If you understand an object right now, Wenn ihr ein Objekt jetzt versteht, as you're understanding that object, what? It becomes something else. schon während ihr dieses Objekt versteht, wird es sich verändern. As soon as you understand your wife's mind, Sobald ihr den Geist eurer Frau verstanden habt, you don't understand your wife's mind, because it's another mind. versteht ihr ihn schon wieder nicht, weil er sich verändert hat. Oh, your husband's. Okay, ladies, I'm not Eures making, Mannes. I'm not making sexist comments here. Ich mache hier keine sexistischen Aussagen. Yeah. So, something that's not real, if you depend upon it, you're going to suffer. Wenn ihr von etwas abhängig seid, was nicht real ist, dann beginnt ihr zu leiden. If you depend upon something that's real and full by nature, you won't suffer. Wenn ihr von etwas abhängig seid, was real ist und vollständig von Natur aus, dann werdet ihr nicht leiden. Jesus Christ said, "On this rock I build my church." Jesus Christus hat gesagt, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Was he talking about some physical rock? Spricht ihr jetzt hier über einen wirklich physischen No, Felsen? he wasn't talking about a physical rock. And was he talking about a church? Hat er über einen wirklichen Felsen gesprochen? Nein. Und hat er über eine wirkliche Kirche gesprochen? He's talking about his life. Er hat über seine Frau gesprochen. Because your life is a holy... Weil sein Leben, Entschuldigung. Ich sagte, das Life. His wife. Oh yeah. Subconscious projections. Das Unterbewusstsein. Well, no, your life is a holy life. So is your wife. Also das Leben soll ein heiliges Leben sein, so wie auch deine Frau. Yeah, your wife is holy too. He was talking about his life. He said, I want my life, which is a holy life, a religious life, a spiritual life, I want that life built on something that's solid and permanent and substantial. Also er wollte, dass sein Leben, ein heiliges Leben, auf etwas aufbaut, was dauerhaft ist, was Substanz hat. I don't want my life built on the shifting sands of time. Er wollte nicht sein Leben auf einen veränderlichen Zeiten aufbauen. My life will be washed away as the tide changes. So wie die Gezeiten, die sich verändern. So wird auch das Leben weggewaschen werden. So discrimination is what? Building your identity on who you really are. Also diese Unterscheidungskraft bedeutet, dass ihr eure Identität aufbaut auf das, was ihr wirklich seid. Not building your identity on this ever-changing person
which lives and dies. Und nicht eure Identität aufbauen auf diese Person, die sich ja ständig verändert, die lebt und auch wieder sterben wird. You never die. Du wirst niemals sterben. You were never born. Du bist auch niemals geboren worden. You are immortal, Du bist unsterblich, eternal, ewig and unchanging. und unveränderlich. This person is born, it lives, and it dies. Und diese Person hier ist geboren worden, sie lebt und sie stirbt. Taking yourself to be this person is not a good idea. Und wenn du dich mit dieser Person identifizierst, das ist keine gute Idee. It's not your fault. Es ist auch nicht dein Fehler. You can blame mom and pop Du kannst deine Eltern dafür verantwortlich machen, and everybody else. alle anderen. It's not your fault. When you come into this world, you don't know anything, and everybody here is ignorant of who they are. Wenn du in diese Welt kommst, weißt du gar nichts und alle um dich herum wissen auch nicht, wer sie sind. And they tell you they're this, Und sie sagen dir, and you don't know anything. What do you know? You're a baby, you're a child. You have no discrimination. You have no knowledge. You depend upon these people. und du hängst ja von diesen Menschen ab. Du bist ein Kind, du hast keine Unterscheidungskraft. Your parents are like gods to you. Die Eltern sind wie Gott. To survive, you have to believe them. Um überleben zu können, musst du an sie glauben. And they to give you the wrong knowledge. Und sie geben dir vielleicht das falsche Wissen mit. But don't blame them. Aber mach sie nicht dafür verantwortlich. It's not their fault. Es ist auch nicht deren Schuld. Their parents didn't know. And their parents' parents didn't know. Deren Eltern wussten es nicht und deren Eltern auch nicht. And this ignorance is the eternal. Und dieses Nichtwissen ist ewig. And very few people escape it. Und es gibt nur wenige, die dem entkommen können. But it's possible to escape this world of suffering and pain. Aber es ist möglich, aus dieser Welt des Leidens und des Schmerzes zu entkommen. It's possible to free yourself from samsara. Und es ist möglich, dich selbst von Samsara zu befreien. And so tomorrow we'll start at 10 o'clock and we'll unfold this discrimination between who you really are and who you think you are. Und morgen werden wir um 10 Uhr anfangen und wir werden damit beginnen, diese Unterscheidungskraft zu entfalten und zu erkennen, wer du wirklich bist und was du nicht bist. It's a practical teaching. Das ist eine praktische Lehre. You can use it every day. Ihr könnt sie jeden Tag anwenden. You should use it every day. Ihr solltet sie auch jeden Tag anwenden. And it works. Und es funktioniert. You can read the website. You can see testimonials from hundreds of people that I've been teaching and come from my lineage for whom this has worked. Ihr könnt auch auf meine Webseite gehen und ihr könnt auch viele Testimonials dort finden von Menschen, die bezeugen können, dass das funktioniert. So anyway, God bless you and thank you for coming. It was a pleasure to talk with you. Und ich danke euch dafür, dass ihr gekommen seid und es war mir ein großes Vergnügen, mit euch zu Yeah, sprechen. and we'll see you tomorrow or not. Morgen sehen wir uns.